Mein Name ist Stefan Leonhardt. Ich bin Geschäftsführer der Weig Packaging Gruppe und wir fühlen uns sehr gut aufgestellt in der Partnerschaft mit der Firma Heidelberg. Mein Name ist Mike Schäfer. Ich bin bei Weig Packaging, der Abteilungsleiter der Druckerei. Wir produzieren hier am Standort Emskirchen europaweit Faltschachteln. Weig gibt es seit dem Jahr 1931. Wir werden also in diesem Jahr unser 90-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind ja hauptsächlich im Fast-Moving Consumer Goods Bereich tätig, Warengruppen, die hauptsächlich im Lebensmittelbereich zum Einsatz kommen. Wir sind im Werk Emskirchen für Weig Packaging Lebensmittel zertifiziert. Wir dürfen Verpackungen produzieren, die direkten Lebensmittelkontakt auch haben mit unseren Farben, unseren Lacken, die auch Heidelberger uns liefert. Und hier ist es zwingend notwendig für uns, dass wir das sogenannte BRC-Zertifikat haben. Das haben wir natürlich bereits seit einigen Jahren, aber auch Zertifikate wie FSC und DIN ISO sind natürlich alles Zertifikate, die wir einfach haben müssen und was unsere Kundschaft von uns erwartet. Wir merken aber auch, dass wir dadurch Vorteile haben. Insbesondere durch das BRC-Audit haben wir immer wieder einen ganz besonderen Blick auf unsere Produktion, der uns dann eben auch hilft, Fehler zu vermeiden. Wir benutzen hier im Standort 2 Heidelberg Druckmaschinen vom Typ XL 106, die sogenannten Speedmaster. Und diese haben wir hier aufgestellt im Jahr 2018, nachdem wir mit Heidelberg in eine Partnerschaft gegangen sind für ein sogenanntes Subscription-Modell. Und das beinhaltet eben die Hardware, das sind die Druckmaschinen, aber eben auch weitere Komponenten wie Servicekomponenten, wie Verbrauchsgüter und so weiter. Wir haben hier verschiedene Dinge im Einsatz. Zum Beispiel das Multicolor-System. Der Markt verlangt immer kürzere Lieferzeiten von uns als Lieferant. Ja. Und durch Multicolor können wir hier auch kurzfristigste Liefertermine einhalten. Wir sind Subscription Plus Kunde und haben somit alle Artikel von einem Lieferanten. Subscription ist also ein Modell, wo wir eine sehr gute Partnerschaft entwickelt haben zwischen den Häusern Weig und Heidelberg. Und wir reden hier also nicht nur über einen Lieferant von Maschinen, sondern wir reden über eine Partnerschaft auch für die täglichen Prozesse, für den täglichen Produktionsoutput und auch für die täglichen Problemchen, die es immer mal wieder gibt. Wir haben regelmäßig Meetings, wo wir uns zusammenschalten, heutzutage natürlich in Videokonferenzen und wo wir über die Herausforderungen reden. Die Mitarbeiter sind zum Teil vor Ort gewesen, in Wiesloch zur Schulung. Die Instrukteure von Heidelberg haben uns lange begleitet. Die ersten Wochen waren immer Heidelberger Instrukteure mit vor Ort und haben jeden Mitarbeiter an der Hand genommen und haben gezeigt, dass die Maschinen das können, immer mit 18.000 zu produzieren. Das Subscription-Modell basiert ja darauf, dass man keine Druckmaschinen kauft, sondern das ist ja eine Art Mietmodell. Und das war auch ein ausschlaggebender Faktor, warum wir in dieses Subscription-Modell gegangen sind. Predictive Monitoring bedeutet für uns rechtzeitige Störungsbeseitigung durch die Heidelberger Monteure vor Ort. Es kommen Meldungen von Heidelberger rein, die an der Maschine noch gar nicht gemerkt werden. Ja? Dann kommt der Anruf vom Heidelberger Service und sagt, wir müssen an der Maschine 2 gucken. Ja? Da ist was, da tritt was auf, schaut mal bitte nach, bevor es zum längerfristigen Ausfall kommt an der Maschine. Die Rüstzeitenoptimierung ist natürlich immer wieder ein ganz besonderer Fokus für uns und eine ganz besondere Kennzahl, die wir natürlich auch wiederum tracken. Und hier waren wir in der Lage, über die letzten 3 Jahre, in denen das Subscription-Modell läuft, ca. 25% Rüstzeiten zu reduzieren, was natürlich dann wiederum dazu beiträgt, dass wir verlängerte Produktionszeiten haben und dadurch den Output auch wiederum steigern können. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Firma Heidelberg und die regelmäßigen Meetings
waren wir in der Lage, die Anzahl der gedruckten Bögen in unserer Druckerei signifikant zu erhöhen. So ist unser neues Monatsrekordergebnis in der Druckerei bei 16 Millionen gedruckten Bogen angelangt. Und das ist ca. 10% höher als das vorherige Rekordergebnis. Und das ist natürlich ein tolles Ergebnis für uns. Solch hohe Produktivitätsleistungen, wie wir sie hier erzielt haben, auch aufgrund des Subscription-Modells, sind natürlich nie ein reines Resultat von irgendwelchen Maschinenleistungen. Es ist immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Maschinenleistung und der damit verbundenen Prozesse. Wir sind hier in der Druckproduktion mit der Druckvorstufe komplett vernetzt. Ja. Alle druckrelevanten Daten, Materialgröße, Papiergröße, Papierstärke, Farbdaten werden automatisch an die Druckmaschine gesendet und automatisch dort verarbeitet. Hier sehen wir zum Beispiel gerade einen Bestandteil der Automatisierung. Das sind sogenannte fahrerlose Transportsysteme, die wir hier im Einsatz haben, um zwischen den einzelnen Produktionsschritten unsere Produkte eben zu transportieren. Diese fahrerlose Transportsysteme holen die gedruckten Bogen an der Druckmaschine ab und fahren die dann zum nächsten Produktionsschritt, was meistens dann der Stanzprozess ist. Und durch die Vernetzung ermöglicht uns das überhaupt erst, diese Situation mit den fahrerlosen Transportsystemen. Das System weiß immer genau, welche Palette an welche Station, an welcher Maschine als nächstes gefahren wird. Automatisierung der Prozesse ist für uns das A und O. Ohne Automatisierung der Prozesse würden wir auf kurz oder lang gar keine Chance haben, in unserem Markt zu existieren. Darum ist das für uns signifikant wichtig, dass wir diese Automatisierung weiterhin vorantreiben und ausbauen. Wir nutzen den Heidelberg Assistant für den ganzen Bestellprozess. Ja, die Waren werden hier elektronisch erfasst über Heidelberg Handy via QR-Code. Ja, dadurch erfolgt die ganze Bestandsermittlung und wenn der Bestand unterschritten wird, wird automatisch von Heidelberg nachgeliefert. Wir können automatisch auch dann die Ware einbuchen und haben somit eine volle Kontrolle über die Artikel, die im Haus von Heidelberger lagern. Nachhaltigkeit ist einer der größten Aspekte, die bei uns zählen und im Übrigen auch bei unseren Kunden. Sie haben das alle mitgekriegt, wie Nachhaltigkeit auch öffentlich ein Thema wird. Für uns heißt Nachhaltigkeit zum einen, wir arbeiten ja in dem allergrößten Teil mit Recyclingkarton und natürlich heißt Nachhaltigkeit auch immer darauf zu achten, dass wir eine höhere Ausbeute bekommen. So hilft uns natürlich auch hier, dass wir die Makulaturrate sehr weit reduzieren konnten. Und hier haben wir ca. 10% an der Makulaturrate einsparen können. Wir haben hier eine ganz klare Vision. Wir werden die Automatisierung und den Automatisierungsgrad weiter erhöhen. Nur dadurch glauben wir, dass wir die notwendigen Produktions- und Effizienzsteigerungen erhöhen können. Das heißt auch, dass wir weiterhin auf die gute Verzahnung mit dem Hause Heidelberg bauen und weiterhin mit diesem partnerschaftlichen Verhältnis eben unsere Zahlen hier in die Höhe treiben wollen und das Ergebnis verbessern.